Wuchtig, kräftig, viel Koffein. Der ist Wahnsinn. Heute Nacht werde ich wach bleiben. Kaffee kann Flügel verleihen, rund 1000 Aromen entfalten, wenn gute Bohnen auf einen Röster treffen, der was versteht von seinem Handwerk. Man hat ja diese Erwartung selber an sich. Und es ist dann schwer, weil man bekommt den Rohkaffee und erwartet von dem, dass er genau das erfüllt. Und wenn er das dann am Ende macht, ne, dann ist es natürlich eine Genugtuung. Und ich denke, wahrscheinlich geht es um eine Genugtuung am Ende vom Tage, dass es genau das geworden ist, was man wollte. Die Lieferung aus Brasilien ist eingetroffen, direkt von der Farm. Sven? Röster Jochen Ludat und der Chef Sven Herzog testen die Rohbohnen immer gemeinsam. Müffelt nicht. Eine schöne Süße. Das riecht man richtig raus. Als ob man gerade frisch auf der Farm war. Es riecht so schön getreidig. Ja. Und ja, die leichte Süße rieche ich auch daraus. Und freue mich schon, den rösten zu können. Das Potenzial riecht man auf jeden Fall schon raus. In welche Richtung er gehen kann. Ne? Ja. Als Endprodukt könnte er dann so ein bisschen nougatig, schokoladig, leichte Zartbitterschokolade natürlich mit dabei. Ja, also diese Grundsüße, die möchten wir natürlich aus der Bohne herauskitzeln. Und das ist genau die Aufgabe, die wir als Röster wahrnehmen, dass der Kaffee eben nicht bitter schmeckt, sondern tatsächlich bekömmlich, beziehungsweise wohlschmeckend und süßlich. Ja. Vor der Röstung muss Jochen Ludat die Bohnen abwiegen. Auf die Bohne genau 10 Kilo müssen es sein. Ich messe genau auf 100 Gramm ab, damit ich das Kaffeeprofil auch wieder reproduzieren kann. Jedes Gramm mehr könnte natürlich die Röstung verändern. Und zum anderen muss ich natürlich in mein Zollbuch eintragen, wie viel Kaffee ich röste. Wir zahlen ja pro Kilo gerösteten Kaffee 2,19 € Steuer. Und deswegen muss es natürlich haargenau eingetragen werden, damit ich den Staat im Prinzip auch nicht hintergehe. Den Trommelröster hat Jochen Ludat schon angeworfen. Ein Gasbrenner bringt den Innenraum auf die richtige Temperatur, 170 Grad. Mundo Novo heißt die Sorte aus Brasilien, die dort auf der Farm mit dem sogenannten Pulp Natural Verfahren aufbereitet wurde. Nach der Ernte wird der Kern nicht ganz vom Fruchtfleisch getrennt, so bleibt ihm mehr Süße. Im Innern der Röstmaschine hält eine rotierende Trommel die Bohnen immer in Bewegung. Durch den Kontakt mit der heißen Wand der Trommel werden sie geröstet. Ich habe jetzt mit einem Mundo Novo schon öfters gearbeitet und weiß, was der eigentlich so an Temperatur will. Ich weiß es auch von der Aufbereitungsart. Das ist jetzt ein Pulp Natural, was der für eine Temperatur einfach auch verträgt. Darf man auch nicht zu heiß einlassen. Das ist auch die Erfahrung, die man als Röster mitbringt. Mein Kaffee braucht ein gewisses Maß an Energie, mit dem er arbeiten kann während der Röstung, dass mir meine Röstkurve nicht davon geht und dass ich es auch noch steuern kann. Diese gelbe Kurve spiegelt jetzt die Rate of Rise, wie schnell die Temperatur in der Bohne ansteigt, und ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich muss das richtige Mittelmaß finden. Das ist über die Erfahrung, aber auch über das Verkosten im Prinzip von dem Kaffee erreichbar. Also es ist nicht nur blind einfach rein und Temperatur und dann bekomme ich das hin, sondern es sind viele Faktoren, die dafür zuständig sind, dass ich das überhaupt erreiche. Also das Wetter spielt eine extreme Rolle. Man muss eigentlich vor jedem Rösten schauen, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Ja, ich sehe das ja auch anhand vom Wetter draußen. Ist heute trocken oder ist es feucht? Und dementsprechend muss ich schon auch nachregulieren.
generell sind es natürlich die Jahreszeiten, die zu schaffen machen, ja, vom Herbst auf den Winter oder vom Winter auf den Frühling. Da merkt man schon, dass man neue Profile erstellen muss, weil der Kaffee einfach anders reagiert. Also es ist nicht so, dass ich immer reproduzieren kann, ich kann einfach weglaufen, sondern muss eigentlich immer dabei bleiben. Bei der konventionellen Heißluftröstung wird die Röstmaschine schnell auf bis zu 800 Grad erhitzt. Jochen Ludert gibt seinen Bohnen dagegen Zeit, um Aromen zu entwickeln und ungewollte Säuren abzubauen. Dazu braucht er ein waches Auge und ein offenes Ohr. Jetzt kommen wir gleich an einen Punkt, den nennen wir dann First Crack, wenn die Bohne aufplatzt wie Popcorn. Das hört man nicht bei jedem Kaffee so gut, weil die Trommel auch so dickwandig ist. Ja, also ich höre das. Dann platzt die auf, die Bohne. Und das ist so ein Merkmal für mich, dass ich weiß, okay, ich brauche jetzt nicht mehr lange. Und jetzt ist natürlich Obacht, dass die Temperatur nicht abfällt. Weil zum Ausrösten brauche ich schon auch noch einen gewissen Temperaturanstieg. Es darf nicht stagnieren, dass es zum Backen kommt. Backen wäre das Schlimmste, was passiert. Dann hätte ich den Kaffee auch vergeigt. Nach ca. 20 Minuten ist es soweit. Die Bohnen wollen raus. Ein erhabendes Gefühl. Ja, wer mal gesehen hat, ein Rohkaffee. Und jetzt ist es so ein schöner, also auch vom Röstbild homogener Kaffee geworden. Jeder wird jetzt denken, dass der Kaffee jetzt wahrscheinlich extrem lecker riecht. Der riecht jetzt nach gar nichts. Das dauert jetzt 10 Minuten. Dann wird er anfangen, nach Brathähnchen erstmal zu riechen, was ja ehrlich gesagt ein bisschen komisch sich anhört, aber es ist so. Und die nächsten Tage wird es sich dann entwickeln. Und wenn man dann einen Deckel abhebt, dann riecht man das, was man eigentlich riechen will. Also ich schmecke leichte Säuren, aber nicht im negativen Sinn. Ich schmecke, welche Aromen sich entwickeln können noch. Aber ich schmecke jetzt hier noch keinen Nougat raus. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, schmeckt jetzt nach Nougat und so. Nee, sondern es ist nur eine Tendenz. Auf dem Kühlsieb des Kaffeerösters müssen die Bohnen durch Luftzufuhr auf Raumtemperatur abkühlen, damit sie durch die Resthitze nicht noch weiter rösten. Was aussieht wie eine Rakete, ist ein Entsteiner. Der wird die Bohnen noch einmal durcheinanderwirbeln. Der Sog im Innern trennt die Bohnen von kleinen Steinen, Ästen oder beschädigten Bohnen. Die sind nämlich schwerer. Naja, der Kaffee kommt ja aus Ursprungsländern und da ist es schon so, dass dann natürlich auch mal ein Stein noch dazu reinschlittern kann. Ja. Und damit er natürlich dann nicht in der Mühle landet, müssen wir den natürlich hier rausfiltern. Ja. Das wäre ja ärgerlich, würde die Mühle kaputt machen. Das ist jetzt das, was so alles drin sein kann. Hier sieht man Steine, ein Stückchen Holzkohle. Ja, kann auch mal eine Schraube drin sein, wie hier. Das sammeln wir, ja. Zum Zeigen natürlich, aber auch, klar, sieht man auch mal die Gesteinsarten aus den verschiedenen Ländern. Ja. In Waldbronn im Schwarzwald hat Sven Herzog vor 7 Jahren seine Kaffeemanufaktur gegründet und Jochen Ludert als Röster mit an Bord geholt. Weil der Durst auf ihren Kaffee immer größer wurde, sind sie mit Mitarbeiterin Sabrina Barth mittlerweile zu dritt. 4 Tage müssen geröstete Bohnen ruhen, bis sie verkostet werden können. Und, wie der Kaffeeprofi sagt, die nötige Trinkreife haben. So, Standardprotokoll erfüllt. Wir haben einmal 25 Gramm Kaffee bei 96 Grad. Schauen wir mal, wie da die Oberfläche ist. 3 Kaffees müssen diesmal getestet werden. Sie machen das jedes Mal so, wenn Jochen Ludert neue Bohnen geröstet hat. Stichprobenartig probieren, ob ihr Rezept aufgegangen ist. Denn das Ergebnis kann jedes Mal anders schmecken.
Die Farbe, Dichtigkeit. Durch das Vaporisieren, also dieses Aufsaugen des Kaffees, nehme ich natürlich sehr viel Aromen hinten raus wahr, also retronasal. Ich denke gar nicht darüber nach, was es schmeckt, sondern tatsächlich kommen ganz viele Emotionen in mich hinein. Ja, meistens natürlich Erinnerungen, positive, negative Erinnerungen. Okay. Rohkaffee hatte eher so dieses grasige, heuige Geruch. Und dann erinnere ich mich immer an meinen Großvater, weil mein Großvater war eine ganz imposante, große Person, dunkle Haare. Ich als kleiner Knopf dann eben am Rasenrand gestanden und er hat Rasen gemäht. Und da hat man eben den frischen Duft gehabt von dem Gras, von dem frisch gemähten Gras in der Nase gehabt. Und daran kann ich mich immer erinnern. Und deswegen, man sollte nicht darüber nachdenken, wie es schmecken kann oder was es sein soll, sondern an was erinnert mich das. Und das ist eigentlich auch Sensorik. Es gibt Röstungen, die beim Verkosten auch erst mal durchfallen und nicht gleich in den Verkauf gehen. Das ist ein bisschen lau. Dem fehlt irgendwie was. Ja, dann tauschen wir mal, ne? Wunderbar. Bäumchen, wechsel dich. Jetzt weiß ich, was du meinst mit ein bisschen lau, ne? Der hat ein bisschen weniger Bitterstoffe, also ganz wenig. Ich finde, er ist auch gar nicht so penetrant vorne. 18 vom Körper. Ja, aber ich glaube, den müsste man noch mal ein bisschen was geben, ein bisschen noch mal Pep reingeben, ne? Von der Temperatur weiter oben mal ansetzen und hinten raus. Wäre eine Möglichkeit, dann verliert er nicht zu viel, dann wäre er nicht zu flach, ja. Wäre eine interessante Nummer. Die gleiche Kaffeesorte kann ganz unterschiedlich schmecken. Darüber entscheiden Art, Dauer und Temperatur der Röstung und letztlich die Handwerkskunst des Röstmeisters. Ein anderer Kaffee. Und hier fällt Svens Urteil schon ganz anders aus. Alles richtig gemacht. Wuchtig, kräftig, viel Koffein, viele Bitterstoffe, ja. Der ist Wahnsinn. Heute Nacht werde ich wach bleiben. Jochen Ludert muss jetzt den Mundo Novo testen, den Kaffee aus Brasilien. Auf einer Liste tragen sie alle Eigenschaften und Aromen ein, die sie herausschmecken können, um den Kunden die Auswahl zu erleichtern. Beim Wein sollen es 400 verschiedene Aromen sein. Beim Kaffee spricht man von mehr als doppelt so vielen. Die Nougat, perfekt. Absolut. Genau meiner. Ist ja auch eigentlich. Ich bin absolut glücklich darüber. Ich habe genau die Nougat getroffen, die ich treffen wollte. Ja, ich bin total zufrieden. Er hat aber nicht nur die Nougat, sondern natürlich auch noch so einen Unterton, leicht fruchtigen, ja. So ein bisschen akazig, ne? Akazienhonigmäßig. Und ja, als Filterkaffee der Hammer. Wollen wir natürlich dann noch als Espresso probieren. Aber auch da bin ich überzeugt, der wird einfach schön cremig schmecken und ausgewogen. Der Rohkaffee kommt in 30-Kilo-Säcken direkt von den Farmen der Herkunftsländer, ohne Zwischenhändler. Mir ist schon sehr wichtig zu wissen, woher kommt der Kaffee. Mir ist sehr wichtig, dass dort auch die Arbeitsbedingungen stimmen. Allerdings muss man wirklich auch ehrlich dazu sagen, es ist sehr, sehr schwierig, heutzutage überhaupt Einblicke zu gewinnen, weil natürlich die Masse oder der Konsum, die enorme Nachfrage wird immer größer. Und dann wird es natürlich auch schwierig, da Zugang zu bekommen, um überhaupt zu erkennen, was dahinter steckt. Ja. Die Röster aus Waldbronn kaufen nur sortenreine Bohnen von kleinen Farmen überall in der Welt, die umweltschonend wirtschaften. Das wollten sie mal mit eigenen Augen sehen. Ja, mit dem Jochen haben wir einen Trip gemacht nach Indien. Zum einen haben wir natürlich auch die Kultur kennenlernen dürfen, also die Menschen dort vor Ort. Und natürlich mit dem Farmer zu sprechen, ja, über die Agrartechnologie, welche Möglichkeiten gibt es, welche Ideen können wir dazu beitragen, um eben die Arbeitsbedingungen und die Qualität zu verbessern. Aber einfach auch zu sehen, wie der Kaffee auch wirklich wächst. Es ist beeindruckend, es ist unglaublich beeindruckend, sowas zu sehen. Und das wirklich Schöne war auch, dass diese Menschen, die den Kaffee dort produzieren, sehr dankbar sind,
darüber, dass wir mittlerweile Kaffees so populär gemacht haben, woher er auch wirklich kommt. Weil zuvor gab es ja nie die Möglichkeit, wirklich zu erkennen, bei welchem einzelnen Farmer es den Kaffee denn wirklich gab. Dass es nicht irgendein Produkt, das ich irgendwo rausziehe, sondern dass ich die Hintergründe, wie der überhaupt angebaut wurde, welche Familiengeschichten, Farmgeschichten da dahinter stecken, welche Transportwege der dann geht, was da eigentlich wirklich alles dahinter steckt. Das wissen viele Leute ja nicht, wenn man einfach im Supermarkt ins Regal reingreift. Da steckt so viel dahinter und das ist der Genuss für mich, dass ich all diese Wege weiß. Also ich sage immer, mein Beitrag, klar, ich bin der Röster, aber der Beitrag kommt ja eigentlich vom Kaffee. Okay, schön emulgiert, gell? Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen zu wenig an, weil klar, ich muss ihn natürlich veredeln und muss mir das Rezept ausdenken. Das schaffe ich natürlich aber nur mit dem Kaffee. Ja. Aber ganz klar, das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Ich gebe dem Kaffee das, was er mir gibt. Damit die gerösteten Bohnen ihr Aroma behalten, muss die Verpackung stimmen. Darum kümmert sich Sabrina Barth. In der Verpackung haben sie unsichtbar ein Ventil integriert. Die Bohnen gasen weiterhin Kohlendioxid aus, kommen aber nicht mit Sauerstoff in Berührung. Von Anfang an musste ich ja alles machen. Ja? Also die Entwicklung von der Tüte, dann vom Etikettieren. Man hat überall seine Hände dazwischen auch gehabt. Ja? Und man weiß dann auch, wovon man spricht. Aber es geht auch um Perfektion. Das ist genauso wie wenn der Röster bei uns, der Jochen, eben die Perfektion aus der Bohne heraus so möchte, ist es für mich einfach auch vom gesamten Produkt einfach auch das Allerbeste herauszuholen, weil da einfach sehr viel Leidenschaft und Liebe drin steckt. Und deswegen erstellen wir auch selbst unsere Ideen und die Grafiken und geben das dann weiter dann letztendlich in die Verpackung. Übrigens, Kaffee nicht im Kühlschrank aufbewahren. Die Bohnen werden sonst feucht und verderben. Die sorgsam gerösteten Bohnen können ihr Aroma nur entfalten, wenn auch die Zubereitung stimmt. Deshalb gibt Sven Herzog auch Barista-Kurse. So macht ein Profi Filterkaffee. Naja, im Gegensatz zum Espresso haben wir eine viel gröbere Körnung beim Filterkaffee. Beim Filterkaffee haben wir aufgrund der Gravitation eben eine vorgegebene Extraktionszeit. Und daher fließt das Wasser langsamer durch den Kaffee. Und daher haben wir auch wesentlich einen gröberen Mahlgrad. Denn desto feiner ein Mahlgrad ist, umso größer ist natürlich die Oberfläche, umso mehr kann ja ausgelaugt werden. Mit heißem Wasser nimmt Sven dem Papierfilter den unerwünschten Eigengeschmack und wärmt so auch die Kanne vor. Die perfekte Wassertemperatur für den Kaffee liegt zwischen 90 und 96 Grad. Zu heiß darf es nicht sein, sonst verflüchtigen sich die Aromen zu schnell. Wie stark der Kaffee werden soll, bestimmt der Barista durch genaues Abwiegen. Das richtige Verhältnis von Wasser und Kaffeepulver muss stimmen. Zum einen schwemme ich erstmal das Kaffeemehl ein bisschen auf und gieße von der Mitte nach außen, also ich verdränge das Kaffeemehl von innen nach außen. Versuche eben nicht direkt seitlich an Papierfilter entlang zu gehen, sondern wirklich gleichmäßige Extraktion hier vom Kaffeemehl. Ich glaube, für mich selbst ist das ein schönes Highlight, wenn ich das ein bisschen weiter von oben mache. Weil dann kommt da ein bisschen Sauerstoff mit rein. Dann habe ich ganz schöne Luftbläschen eben auf dem Kaffee. Und ich finde es attraktiv. Weil ja was gut schmeckt, soll ja auch gut aussehen. Ja. Kaffee mit Milch oder ohne Milch?
ist jedem selbst überlassen. Also ich bin kein Purist. Ich finde, Milch kann durchaus ein Geschmacksverstärker sein. Für viele nehmen natürlich auch Sahne, das ist so das Klassische, einen kleinen Schluck Sahne mit rein, stärkt auch oder verstärkt auch so ein bisschen den Geschmack. Ich selbst mag es am liebsten natürlich pur, weil daraus kann ich natürlich viel mehr das Potenzial des Kaffees dann erschmecken. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch eine Geschmacksfrage. Zucker? Ja, wenn man möchte, kann man ein bisschen Karamellnote unterstreichen mit Zucker. Da empfehle ich aber wirklich gut ausgesuchten Zucker, also wirklich echten Feuchtrohrzucker oder selbst auch Kokosblütenzucker finde ich ganz attraktiv für einen Kaffee, auch mal was anderes. Die haben zwar ein bisschen selbst in eigenen Geschmack, eigenen Charakter, aber ich finde es eher eine attraktivere Süße als eben nur einen rein raffinierten weißen Zucker. Die Cafés aus der Waldbronner Kaffeerösterei haben schon international Preise gewonnen. Bei Sterneköchen stehen sie auf der Getränkekarte. Um die 8 € kosten 500 Gramm des Kaffees, der über die Kontinente hinweg mit so viel Sorgfalt behandelt wurde. In jedem Päckchen steckt eine Geschichte. Dieses hier erzählt von Brasilien. Von den Mundo Novo Bohnen, die als Kaffeekirschen vor vielen Wochen gepflückt wurden und einen langen Weg hinter sich haben. 250 verschiedene Kaffeesorten gibt es und über 10.000 Varietäten. In Waldbronn rösten sie zwischen 25 und 30 Sorten. Fruchtig, schokoladig, kräftig, mild, sanft. Viele Geschmacks- und Duftaromen kitzeln die Handwerkskünstler aus den Bohnen. Oh, so kommt's? Ja, das ist natürlich das Größte am Ende, ja. Wenn du irgendwas veredelst oder was gestaltest. Nicht. Ich mache das natürlich für die Menschen, dass denen der Kaffee schmeckt. Aber letztendlich, wenn er mir nicht schmeckt, dann geht er ja auch nicht raus. Ja? Und somit bin ich absolut glücklich. Ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich dass ich ein tolles Lebensmittel umgestalten, kreieren konnte. Ja? Manchmal besser als ein Feierabendbier, gell? Würde man am Morgen sagen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.